Hallo, mein Name ist Maja und ich dachte, ich bin bisexuell. Ich habe meine Freundin vor etwas über einem Jahr kennengelernt, online. Und wir haben uns super gut verstanden. Direkt von Anfang an hat einfach alles absolut gepasst. Nach wenigen Monaten ist sie zu mir gezogen und ein paar Monate später haben wir uns des Öfteren sehr gestritten. Wegen Kleinigkeiten eigentlich. Also es waren wirklich kleine Sachen, die sie direkt zum Ausflippen gebracht haben. Und oft kam der Spruch, ich fühle mich hier nicht wohl, ich bin hier nicht richtig. Und ich habe wirklich mich unfassbar doll gefragt, woran es liegt. Liegt es an mir? Liegt es daran, dass sie nicht mehr bei ihrer Familie und ihren Freunden wohnt? Ich lebe auf Mallorca, wir leben auf Mallorca und sie kommt aus Barcelona. Es ist natürlich ein ganz schön großer Unterschied aus Barcelona, einer Megastadt, mal eben nach Mallorca zu ziehen, in ein kleines Dörfchen. Und ich habe mich oft gefragt, was los ist. Ich habe sie oft gefragt, was los ist, was ich ändern kann, ob sie wieder zurückgehen möchte, was wir machen sollen. Aber sie sagte, sie fühlt sich wohl hier, sie fühlt sich wohl mit mir und dann wegen den kleinsten Sachen Austicker. Sie hat auch keine Lust mehr gehabt, sich mit Freunden von uns zu treffen oder mal rauszugehen, sich unwohl gefühlt und bis ich eines Tages eine Nachricht von ihr erhalten habe, in der sie mir mitteilte, dass sie sich nicht wohlfühlt in ihrem Körper und dass sie einfach gerne dass sie sich nicht wohlfühlt in ihrem Körper und dass sie gerne eine Transition machen will. Und das war natürlich ein ganz schöner Schock zunächst. Also wir haben eine Lieblingsserie gehabt, Sense8, und da ist eine Transfrau und Anna, meine Freundin, war immer sehr stolz und kannte auch einige Transmänner und fand es auch immer ganz toll, dass sie diesen Schritt gewagt haben, diese Transition zu machen. Und ich habe sie mehrmals gefragt, ob sie auch eine Transition machen will. Und sie hat das immer verneint. Und als diese Nachricht dann kam, war das natürlich ein echt großer Schock. Also ich habe es anfangs gar nicht begriffen, was das alles bedeutet. Und habe mich nie so mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es liegt auch daran, dass ich mich als Frau sehr wohl fühle in meinem Körper und gerne eine Frau bin. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, in einem Körper gefangen zu sein, für den man sich nicht, den man einfach selber nicht fühlt. Also ich könnte mir niemals vorstellen, in einem Männerkörper gefangen zu sein und mich als Frau zu fühlen. Und ich denke, es muss ganz schlimm sein und ganz schrecklich. Und je offener die Welt auch wird, gerade was Transgender, Transsexualität angeht, ist es doch noch etwas schwierig bei vielen Menschen, in vielen Generationen, in den älteren Generationen. Viele verstehen das nicht und wollen es nicht wahrhaben und sagen, es ist nicht richtig, falsch. Und ja, das war anfangs ein echter Schock. Also ich bin dann nach Hause gekommen und also ich habe die Nachricht gelesen und gesagt, ich melde mich gleich, wenn ich zu Hause bin. Das war natürlich auch für sie in dem Moment total schwierig. Aber ich wollte einfach nichts per Nachricht schicken. Ich war auf dem Weg nach Hause und bin dann nach Hause gekommen und habe sie nicht angetroffen. Bin dann nach oben und da saß sie dann im Badezimmer auf dem Boden, den Kopf zwischen den Händen, Handy zwischen den Füßen und war völlig fertig. Und habe sie gesehen und einfach angefangen zu weinen, weil ich mich auch total gefreut habe, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Vor allen Dingen für sich, um sich selber wieder wohlzufühlen und auch das Vertrauen zu mir hat, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. So, und ich habe dann auch ganz viele Fragen stellen können. Das war ganz toll. Also ich hatte ganz viele Fragen, die auch nach und nach Wochen noch kamen. Und selber versucht mich zu informieren, was ich gerade auf deutschen Webseiten sehr schwierig fand, weil ich kaum Foren gefunden habe, wo es um dieses Thema ging, um andere Leute ging, die das Gleiche durchleben wie ich in dem Moment. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen
ja, dieses Video zu machen. Es werden auch noch viele weitere Videos folgen, in dem ich einfach so ein bisschen den Verlauf erzähle, wie das alles war, wie ich mich gefühlt habe und ja, auch meinen Freund mal vorstellen werde. Die Transition, das war vor ungefähr 4 Monaten und es hat sich extrem viel getan. Es sind extrem viele Veränderungen eingetreten und es war für ihn oft nicht leicht und wird es auch weiterhin nicht sein. Und für mich ist es teilweise auch wirklich schwer. Nicht im negativen Sinne, aber es war alleine am Anfang. Ich war 10 Monate mit einer Frau zusammen und auf einmal bin ich mit einem Mann zusammen. Das ist natürlich ja, ein ganz schön großer Schritt. Ja, dann wollte ich das jetzt mal als kleines Einführungsvideo für euch machen und ich werde mich in den nächsten Tagen dran setzen und ein weiteres Video machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach, schreibt eine E-Mail. Ihr könnt auch drunter posten. Folgt mir auf Instagram und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch. Bis dann. Ciao.